Bruce hier, BB2K Airsoft Channel. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute, ihr seht Karton, heute ist wieder Auspackzeit. Heute packe ich mit euch zusammen, heiß ersehnt, endlich in Deutschland angekommen, die Sig Sauer MCX Rattler von der Firma APFG. Who the fuck ist APFG? Nichts weiter als VFC, so die Gerüchte, geht da um so eine Lizenzgeschichte, weil hier innen drin ist nun mal eine SIG und SIG läuft über SIG Air, irgendwie so eine Geschichte, von daher packe ich hier was aus, was keine Lizenz hat. Heißt also, wir haben hier eine SIG MCX Rattler ohne Markings. Das schon mal vorab als Warnung, nicht, dass ihr gleich einen Herzinfarkt kriegt, dass da nichts drauf ist. Dennoch muss ich sagen, war es mir egal, denn ich feiere diese Version von der MCX absolut ab. So, ich rede wieder und ich habe das Messer immer noch nicht ausgeklappt. Jetzt habe ich ausgeklappt, ich packe es aus. Und während ich es auspacke, muss ich euch noch eine kleine Story zur DHL erzählen. Wahnsinnssache, das Paket kam hier mit einem Altersnachweis an. Also erstmal nichts Spezielles, aber es ist ärgerlich, wenn das Paket für den Samstag angesagt ist, dann aber die Meldung kommt, es verspätet sich auf Montag, was ja schon mal grausig ist, weil ich mache so eine Auspackvideos immer am Sonntag. Das heißt, das Ding liegt hier erstmal ungeöffnet rum. Das ist hier Entzug ohne Ende. Ich mache das wirklich, ich warte bis Sonntag, damit ich das hier für euch filmen kann. Ja, also Montag sollte es ausgeliefert werden, aber ich war nicht zu Hause. Ich musste ja arbeiten, damit ich mir das hier leisten kann. Also musste ich auch noch zur Poststelle mir das auch noch abholen. Furchtbar. Zeit, die da ins Land gegangen ist. Und jetzt endlich ist Sonntag und ich packe das jetzt endlich für euch aus. Gekauft habe ich das bei Pfitzner Waffen. Kleiner Shop, super Leistung, super Service. Kann ich euch nur empfehlen. Der holt nur den coolsten Stuff nach Deutschland. Und das Teil ist ein Teil von diesem coolen Stuff. So, jetzt aber genug gequatscht. Jetzt packe ich aus. Papier. Dann haben wir hier die Rechnung. Apropos Rechnung, das Teil kostet 679 Euro. Boah, schwer. Und Link packe ich euch in die Videobeschreibung. Die Dinger sind aber zurzeit ausverkauft. Ich habe das letzte bekommen, beziehungsweise hatte ich Glück gehabt, einer hatte abgesagt beim Pre-Order und ich habe zugegriffen. Also besser kann ein Geburtstagsgeschenk für mich nicht sein. Das Ding habe ich mir selber gegönnt. Ja, guckt euch mal an. So ein kleiner Karton. Ja, wer nicht weiß, was die MCX Rattler ist, das ist die ultrakompakte Version von der normalen Sig Sauer MCX. Die kam 2015 auf den Markt und die Rattler hat nur einen 5,5 Zoll Lauf. Ist also ungefähr so kurz wie eine MP5K und natürlich wesentlich kürzer als zum Beispiel die Colt M733. So, jetzt höre ich erstmal auf zu quatschen. Jetzt packen wir das mal gemeinsam aus. Ich bin mega aufgeregt. Zum ersten Mal habe ich die Rattler eigentlich mitbekommen bei der Serie SEAL. Ja. Ich glaube Staffel 4 war das, wo das SEAL-Team ein Krankenhaus, glaube ich, schützen musste. Und da hatte das Team die Rattler in der Hand. Wenn ich da das finde, den Clip, dann blende ich euch das ein. So, jetzt aber mal gucken. Guck hier. Anleitung, Speedloader und hier auch noch eine Befestigung für den Gewehrriemen. So sieht das Ding aus. Kommt auch mit dem passenden Suppressor und das feiere ich halt ordentlich ab. So, weiter geht's. Das Ganze basiert auch auf dem VFC-System. Das Magazin ist schon V3. Ich hoffe, dass wir auch eine richtig gute Gaseffizienz haben. Dass man, wie kompakt dieses Baby hier ist. Da ist er. Richtig cool. Äußerlich die gleichen Bedienelemente wie M4, M16. Also perfekt. Braucht sich keiner umgewöhnen. Das Besondere ist, die Waffe gibt es hier im Kaliber 5,56 NATO, aber konzipiert ist sie eigentlich für das neue Kaliber 300er Blackout. Das kam, glaube ich, erst 2010 auf den Markt. Ist eine Patrone,
die dafür ausgelegt ist, gerade mit diesen kurzen Läufen hier mit 5,5 Inch Lauf klarzukommen, um die beste Performance rauszuholen und das Ganze auch noch in Kombination mit dem Suppressor hier auch die beste Dämpfung rauszuholen. Wenn ich das Review mache, erzähle ich euch da noch ein bisschen mehr zum Original, aber ich denke mal, jetzt zelebrieren wir erstmal diesen Auspackmoment hier, ja? So, hier haben wir erstmal einen Standard VFC V3 Magazin, ja, Kapazität 30 Schuss, hier auch mit diesem roten Plastikteil, wo man das Ding hier auch gleich auf Dry Fire stellen kann. Das machen wir gleich mal. Hier muss man hier runterdrücken und dann könnt ihr hier den Hebel nach da drehen. So, dann rastet das hier unten ein. Der Follower ist unten, ja, und dann könnt ihr das Teil im Dry Fire verwenden. Das machen wir nämlich auch. The First Back Dry Fire machen wir gleich. Jetzt ziehen wir uns mal das Gewehr erstmal ein bisschen rein. Wie gesagt, wir haben hier keinerlei Lizenzen. So haben wir hier auch keine SIG-Markings drauf. Ich klappe das mal auf. Ja, das Einzige, was wir hier zu stehen haben, ist, glaube ich, Rattler. Ne? Genau. Hier steht Rattler drauf. Im eingeklappten Zustand haben wir eine Länge von nur 400 mm, ausgeklappt 740. Also wir bewegen uns wirklich so im MP5-Bereich. Konzipiert ist das Ganze auch als PDW, als Personal Defense Weapon. Haben wir hier natürlich eine bessere Performance als bei einer 9 mm. Also perfekt wirklich für das für CQB-Bereiche. Und daher wundert es nicht, dass 2022 auch US-Spezialkräfte jetzt die Rattler im Einsatz haben. Mit dem 300er Blackout ist es wirklich eine optimale Waffe. So, jetzt gucken wir uns mal den Suppressor an. Und hier haben wir Sig Sauer Markings drauf. Na, immerhin, richtig cool. Und schaut mal rein, wir haben hier auch noch einen Inner Barrel. Wir haben hier also eine Verlängerung. Dadurch holen wir hier aus diesem kurzen Inner Barrel noch ein bisschen FPS raus. Werde ich natürlich im Review auch für euch testen. So, ich lasse den Suppressor erstmal so, wie er ist. Dann machen wir mal eine Runde Dry Fire, oder? Erstmal, ich muss mich erstmal noch an dieser Stelle nochmal total bei Björn bedanken, dass der dieses Ding hier ins Land geholt hat. Ich feiere das so ab. So. Okay, jetzt bin ich ja mal gespannt. Wie gesagt, ich packe das Ding hier nochmal aus. Es ist auch alles richtig schön solide verarbeitet. Es ist wie aus einem Guss, hier wackelt und klappert hier rein gar nichts. Wir haben, wie gesagt, die gleichen Bedienelemente wie beim M4. Haben hier auch die Ladehebel genau an der gleichen Stelle. Aber wir haben hier keine Buffer-Tube, das fällt sofort auf. Das ganze Verschlusssystem ist ganz anders aufgebaut. Das zeige ich euch dann auch nachher im Review. So, ich lade erstmal nur mal so durch. Schmatzig, richtig schön. So, mal gucken. Visierung haben wir hier nicht. Müsste uns alles noch machen, Rotpunkt oder so. Das ist wirklich richtig kompakt. Die rattelt richtig gut ab. Eine richtige Rattler. Verschlussfang. Haben wir jetzt hier auch die Möglichkeit, hier auf den Knopf zu drücken. Fährt der Verschluss wieder rauf. So. Die Auslandsversion hat natürlich Full Auto. Wir haben hier nur Semi-Only. Haben wir hier aber den beidseitigen Feuerwahl-Selektor. Rastet super ein. Mega, mega geniales Teil. Wir haben hier die Hop-Up-Verstellung hier an dieser Stelle, wo man normalerweise bei der echten den Gasdruck einstellt, ob man suppressed schießt oder normal, ist hier zum Einstellen des Hop-Ups, und wir haben hier auch noch ein verbautes Endpass-System.
So, jetzt machen wir sie mal ein bisschen länger. Jetzt schraube ich mal den Suppressor drauf. Mal sichern. Also sowas feiere ich, wenn sowas mit dabei ist, das ist einfach, das rundet das Ganze nochmal richtig ab. So, okay. So sieht das jetzt mit dem Suppressor aus. Jetzt müsst ihr euch hier noch einen Rotpunkt vorstellen. Wahnsinnssache. So, mal gucken, wie sich das jetzt anhört mit dem Suppressor. So. Das Magazin wird richtig kalt, aber das Teil arbeitet hier noch ohne Probleme weiter. Richtig schön. Hört sich das geil an. Okay, jetzt ist das Gasmagazin alle. Jetzt hat die Power nicht mehr gereicht, den Verschluss ordentlich nach hinten zu repetieren. Dann habt ihr diesen Sound. Aber hier mit dem Suppressor hat sich das ja richtig cool angehört, oder? So, dann schrauben wir den mal wieder ab. Also eine richtig schöne, kompakte. Gefällt mir absolut fantastisch. So, das soll es jetzt auch gewesen sein zu meinem Unboxing hier von der MCX Rattler. Die kurze, kompakte, knuffige. Erstmal, das Magazin ist arschkalt, aber funktioniert tadellos. Hat sich bloß hier das Dry-Fire-Modus hat sich dann verabschiedet, ist hier wieder nach oben gegangen. Ich denke mal durch durch den Blowback-Effekt, durch den Kick hat sich das wieder gelöst. Aber Wahnsinnssache. Was haltet ihr von der MCX? Schreibt das mal in die Kommentare. Wäre das auch was für euch? Ich hoffe mal, dass Pfützner Waffen bald wieder neues Material reinkriegt hier von der Rattler. Denn ich denke mal, ich habe jetzt viele von euch jetzt hier richtig heiß gemacht da drauf. Und es ist genial. Haut mal eure Kommentare zu der Rattler rein. Ich bin mega begeistert. Das soll es jetzt auch gewesen sein von meinem Unboxing hier. Wenn mein Kanal noch nicht abonniert hat, klickt mal da oben drauf. Unten gibt es ein weiteres Video von mir. Ich hole mal noch mal ein bisschen Gas hier noch mal mit rein. Und dann beenden wir dieses Video mal noch mit ein bisschen Rattle. Ne? Rattle mit der SIG. Schade, dass das dann keine Lizenz hat. Mit Markings wäre es wirklich absolut top gewesen. Macht's gut, euer Bruce. Also man kann die auch richtig schön mit einer Hand bedienen. Sind aber 2,8 Kilo. Also gutes Frühstücken ist Voraussetzung. Macht's gut, euer Bruce.